Ja, wir Menschen haben im Laufe der Zeit gelernt, wie man Häuser baut. Anfänglich waren es halt sehr einfache Häuser aus Holz und Lehm, die in etwa so aussahen wie diese hier. Ja, heutzutage haben wir uns dementsprechend immer ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, wir haben bessere Techniken und Bauweisen entworfen, so dass wir diese Häuser dementsprechend effektiver nach unseren Bedürfnissen angepasst haben. Wie zum Beispiel dieses hier. Einen ähnlichen Lernprozess haben wir auch mit unseren Formikarien durchlebt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Materialien und auch verschiedene Nestbauweisen einfach mal ausprobiert, verschiedenen Kolonien angeboten und einfach mal geschaut, wie sie das Ganze annehmen, ja, wie ist die Entwicklung der Kolonien auch so da drin. Und wir haben natürlich auch berücksichtigt das ganze Handling, ja, also die Versorgung der Tiere, die Pflege, wie kann ich das am besten vereinfachen. Die am häufigsten verwendete Nestvariante ist die Ameisenfarm. Sie besteht aus zwei parallel verlaufenden, durchsichtigen Scheiben aus Glas oder Kunststoff mit unterschiedlichen Breiten. Deren Zwischenraum wird dann mit Bodengrund oder Nestmaterial befüllt. Eine der ersten Ameisenfarmen war die von Onkel Miltons, also diese Onkel Miltons Ant Farm aus dem Jahr 1956. Einige von euch kennen diese vielleicht auch noch aus diesen Fernsehserien, die in den 80er Jahren liefen, wie zum Beispiel Alf. Wir zeigen euch hier sogar noch ein paar Exemplare von dem damaligen Klassiker. Als erstes Ameisenfachgeschäft hatten wir im Jahre 2000 angefangen, unsere ersten Ameisenfarmen aus PVC und später aus Acrylglas zu fertigen. Dazu haben wir eine schmale Box mit 12 mm Plattenabstand geformt, die Seitenteile mit zwei 10 mm Bohrungen versehen und mit einem Profil abgedeckt, sowie zwei Querfüße an der Unterseite angesteckt. Als Arena hatten wir damals eine einfache Kunststoffbox verwendet. Ja, die hatte dann ebenfalls eine 10 mm Bohrung an der Seite. Für die Leute, die sich jetzt nicht so gut auskennen, also diese Ameisenarena ist sozusagen so der Auslaufbereich für die Tiere. Also hier können die Tiere sich mit Nahrung und Wasser versorgen, aber auch gleichzeitig ihre Abfälle heraustragen. Das alles war natürlich noch sehr einfach, aber erfüllte zunächst erstmal den Zweck, bis dann leider die ersten Mängel aufgetreten sind. Der Kunststoff hatte sich zum Beispiel durch die Feuchtigkeit leicht verformt, sodass die Farm auch undicht wurde. Die Schläuche hatten in der Seite Bohrungen keinen festen Halt, die Füße waren etwas instabil und die Kunststoffscheiben zerkratzten gleich oder wurden nach einiger Zeit auch etwas milchig. Deshalb haben wir die künftigen Farmen aus echtem Glas gefertigt, da Glas im Gegensatz zum Kunststoff sich nicht so leicht verformt und relativ kratzunempfindlich ist. Die Seiten und Abdeckungen wurden mit einem Aluminiumprofil geklebt bzw. abgedeckt. Der Schlauch wurde hier auf eine stabile Buchse geschoben und rutscht jetzt auch nicht mehr so leicht ab. Der Fuß wurde mit einer kompletten Glasplatte stabilisiert. Einige von unseren Stammkunden kennen diese Bauweise sicher noch, aber auch das war nicht perfekt. Bemängelt wurde, dass die Seiten, der Deckel sowie die Zugänge über die Buchsen nicht durchsichtig und somit nicht einsehbar waren. Auch hatten einige Ameisenhalter das Problem, dass die Ameisenfarm zu feucht, sogar einen kleinen Wasserstand in der Farm hatte. Somit bauten wir diese Farm hier. Der Deckel, die Seiten und auch die Zugangsbuchsen sind jetzt komplett durchsichtig bzw. einsehbar. Und im unteren, seitlichen Bereich gibt es jetzt extra Zugänge, um zum Beispiel mit einer Kanüle überschüssiges Wasser aus der Farm zu ziehen oder hinzuzufügen. Da Ameisen unterschiedliche Körpergrößen haben und auch unterschiedlich große Nestbauweisen, bieten wir die Ameisenfarm, also die Nestbreiten bzw. den Plattenabstand der beiden Scheiben in den Größen S, M, L sowie in XL an, welche je einen Abstand von 6, 10, 20 und 50 mm haben. Um es noch einmal kurz zu erklären. Eine große Ameisenart, wie zum Beispiel eine Art der Gattung Camponotus, würde aufgrund ihrer Körpergröße gar nicht erst in eine S-Ameisenfarm passen. Umgekehrt würde eine kleine Ameisenart, wie zum Beispiel Arten der Gattung Paidole oder hier in dem Fall die Merano Plus, in einer zu breiten Ameisenfarm, L oder XL, ihre Kammerngänge in der Mitte graben, sodass man dann fast gar keinen Einblick mehr in das Nestleben bekommt. Jetzt kommen wir zum Befüllen der Ameisenfarmen. Diese Ameisenfarmen können mit grabfähigem Bodengrund befüllt werden, in denen sich die Ameisen dann eigene Kammern und Gänge graben können. Oder auch zum Beispiel mit unseren Dickfixplatten. Hier können die Tiere sich dann auch eingraben. Auch gibt es von uns fertige Nesteinsätze aus Kork oder Gips, die dann ganz einfach in die Ameisenfarm von oben eingeschoben werden.
Genauere Informationen zu den Bodengründen und den verschiedenen Nesteinsätzen haben wir für euch in anderen Videos nochmal erläutert. Beim Aufstecken der Schläuche ist noch Folgendes zu beachten. Sollte der Schlauch sehr schwer auf die Buchse passen, sollte die Buchse mit einem Tropfen unseres Auspuffschutzöl oder dem Pulver leicht eingerieben werden. Der Schlauch sollte dann durch Dreh- bzw. Schraubbewegung auf die Buchse geschoben werden, ohne dabei die Buchse mit Auf- und Abbewegung zu belasten. Das Befeuchten einer Ameisenfarm kann bei der Erstbefüllung ohne Tiere von oben erfolgen, dazu ist einfach nur der Deckel abzunehmen. Später kann man die Ameisenfarm über die Anschlüsse mit der Pipette befeuchten. Dazu nimmt man kurz die Kappe ab. Wenn das nicht mehr möglich ist, da die Farm an beiden Anschlüssen angeschlossen ist oder es einfach zu viele Tiere in der Ameisenfarm sind, dann kann man die Farm auch von unten über die beiden, also bereits im Video erwähnten, Zugänge befeuchten. Beim Beheizen oder Beleuchten einer Ameisenfarm ist Vorsicht geboten. Durch die sehr geschlossene Bauweise kann in so einer Ameisenfarm sich schnell ein Wärmestau bilden. Daher sollte genügend Abstand zur Wärmequelle bestehen. Grundsätzlich ist bei den meisten erdnistgrabenden Ameisenarten der Nestbereich deutlich kühler als die Außentemperatur, außer natürlich jetzt im Winter. Wer das Nest dennoch beheizen muss, sollte am besten beim Aufbau die innere Temperatur messen. Dazu kann man einen Thermofühler über die seitliche Anschlussbuchse einführen oder eines unserer analogen Mini-Thermometer in die Farm stellen. An sich muss die Ameisenfarm nicht weiter gereinigt werden, da die Tiere die Abfälle in die Arena bringen. Deshalb sollte auch nie in einer Ameisenfarm gefüttert werden, sondern das Futter und die Tränke immer in die Arena platzieren. Diese Bauweise werden wir vielleicht in Zukunft auch nochmal weiterentwickeln. Auch ihr könnt dazu beitragen, indem ihr uns einfach euer Feedback gebt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit interessanten Informationen versorgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.